Meine Idee ist, ich kaufe heute den günstigsten 430 Spider Deutschlands. Ich brauche davor. Ich brauche davor. Und ich weiß, ihr hasst mich dafür, dass ich so handle. Ich gebe dir. Ach du Scheiße. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute Sonntag 16 Uhr. Wir sind auf dem Weg zu Andi. Ich habe gestern mit ihm telefoniert, wir haben über ein paar Autos gesprochen. Dann hat er auf einmal fast von einem 430 Spider erzählt. Ja, der ist nicht mehr so gut und hier und da 72.000 Kilometer. Und ich sage euch eins, ich will dieses Auto haben, weil ich habe damit was vor. Ich habe jetzt schon einen Preis im Kopf und jetzt fahren wir einfach hin zu Andi und er hat eine mega coole Espresso-Maschine. Guten Abend. Hallöchen. Hi, grüß dich. Erstmal die Dame. Na, wie geht's dir? Alles gut? Ja. Na, mein Lieber? Hi. Wie geht's dir? Halbe Stunde, was ist denn das für eine halbe Stunde? Ja, iranische. Zeig mal erstmal die Espressomaschine. Die Komm. ist an, die Ja, ist an. echt, das ist ohne Schatz. Komm mal mit. Aber die hast du neu. Ja. Die war beim letzten Dreh nicht so. Alter Schwede, das ist ja der. Eigentlich sind wir hier, um nur Espresso zu trinken. Ne? Ich werde dein Espresso. Das ist schon 2 Jahre her, oder? Das ist schon eine Weile her. Wahnsinn. 1,5 Jahre, glaube ich. Aber sag mal was zum Espresso. Der muss wesentlich besser sein wie der letzte. Boah, der riecht schon mal sehr gut. Cremig. Wow. Mega, gell? Krass. Alter. Das ist deine Munde. Wahnsinn. Das freut mich aber sehr Boah, schön. richtig gut. Oh, die Karten stehen ganz gut, dass ich heute vielleicht ein Auto kaufe. Meine Idee ist, ich kaufe heute den günstigsten 430 Spider Deutschlands. Das ist meine Idee. Ob wir zusammenkommen oder nicht, weiß ich nicht. Und dann gucken wir jetzt, was alles anfällt. Und dann werde ich die nächsten Wochen mal gucken, wo ich das Auto hinbringe, der mir das Auto richtig auf Vordermann bringt. Ich hab ein gewisses Budget, was ich dafür ausgeben möchte. Und dann fahre ich das Auto 2, 3 Monate. Also dieses Jahr werde ich das Auto noch fahren und nächstes Jahr wird das Auto dann, das habe ich mir fest vorgenommen, wird das Auto versteigert. Wow. Und alles, was über mein EK ist, wird direkt gespendet an Ärzte ohne Grenzen. Mega. Bist du dabei? Bin ich dabei. Nur für deine Preisverhandlung. Ja, jetzt haben wir ihn richtig. Der macht mich richtig fertig. Der packt mich bei der Emotion. Jetzt schauen wir uns das mal an. Oh Gott, ich sehe schon hier vorne, alter Schwede. Guck dir die Steinschläge an. Ja, so viele sind es gar nicht. Was? Eigentlich. Nein, das sind nicht viele Steinschläge. Entschuldige bitte, die Haube vorne, Ja, aber das ob, sind richtig heftige Steinschläge. wegen diesem Steinschlag muss man lackieren. Und ob man jetzt wegen dem Steinschlag lackiert oder wegen allen Steinschlägen lackiert, kommt auch doch selber egal. raus. Okay. Sag mal, was willst du jetzt für die Kiste haben? Du hast am Telefon irgendwas mit 70 gesagt, ne? 70 würde ich ihn dir tatsächlich geben. Geradeaus 70, das wäre so der Preis, den ich gerne hätte. Aber ich kenne dich. Der ist ja jetzt schon der günstigste im Netz. Würde er sein, der ist ja gar Er nicht wäre der reserviert. günstigste, der ist nicht im Netz. Mach mal vorne auf, bitte. Mach mal vorne auf. Den müssen wir uns. Also von vorne, also Steinschläge hat er ohne Ende hier vorne. Alter, das tut weh. Guck dir das mal an. Das tut richtig weh. Das sind auch richtig üble Steinschläge. Also der hat da gar keinen Erbarmen gehabt, null Abstand gehalten und ist volle Pulle gefahren. Ne? Ist das ein deutsches Auto oder? Deutsches Fahrzeug, Okay. auch immer in Deutschland zugelassen gewesen. Okay. Hier haben wir mal die Sicherung drin. Okay, die lassen wir mal so. Habe ich eh. Also das wird ja wohl funktionieren. Bordmappe oder sowas hier? Ist nicht mehr da? Die haben wir separat, ja. Was ist denn hier? Frag mich. Wäre da eine Lampe? Die Normalerweise Lampen nicht. sind hier. Normalerweise nicht. Krass. Okay, wenigstens das Innenraumfilter ein bisschen. Der ist ganz neu. Der ist Oh da haben wir Gott. ganz hohen Wert drauf gelegt, Aber dass der der neu stand ist. lange draußen. Ne? Der stand lange draußen. Der ist allgemein jetzt nicht unbedingt in dem Pflegezustand, wie erwähnt, wie wir das alle gerne hätten. Von irgendwo muss auch der Preis herkommen. Ja, nee, das ist klar. Ich will jetzt auch nicht zu penibel sein, aber wir müssen ja gucken, nicht, dass das ein, wie nennt man das? Ein Fass ohne Boden ist. Aha. Der war gut, ne? Der war gut. Der war richtig gut. Der war richtig Aber gut. da ist genug Spielraum drin eigentlich, gell? Es ist halt jetzt die Frage, mein Wunsch wäre es, dass ich gar nichts mache.
Ja. dass wir uns irgendwie miteinander organisieren. Wenn ich selber Hand anlege, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll, dann macht es wieder keinen Spaß. Mir wäre es lieber, ich wasche ihn nicht mal mehr. Okay. Okay, da werden wir auch was lieb, aber das besprechen wir zum Schluss. Also die Fingertapper, die bleiben. Ja, genau. Nein, aber ich muss sagen, ja, das ist halt schwer. Aber die Spaltmaße, das ist aber auch eine Justierungssache bei den Links. Also ich würde mich echt wundern, wenn er vorne was hätte. Also auch hier unten. Also der ist auf jeden Fall schon einmal nachlackiert, also die Frontschürze, weil es gibt kein Ferrari der Welt. Oder, okay, ich sag's mal anders. Ganz, ganz selten, dass du beim Tiefgarage runterfahren und so weiter nicht einmal ein bisschen aufsetzt. Ist ja normal. Na, aber der ist unten aalglatt. Ist ja normal. Zeig mal einmal, kommst du runter? Der ist mit Sicherheit. Kameramann liebt mich jetzt dafür. Mal ganz kurz. Siehst du das? Der ist hier aalglatt. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass er vielleicht im Frontbereich lackiert worden ist. Hier sieht es auch nicht so 100% original aus. Aber wir sind hier, um den günstigsten 430 Spider zu kaufen, aber natürlich auch kein Schrott. Ja. Scuderia-Embleme hat er, sehe ich gerade. Und einen Steinschlag auch hier in der Windschutzscheibe. Hier, guck mal, hier fehlen die Lüftereinlässe. Ist einfach weg. Da ist Plastikteil noch drin. Das war wichtig, dass mehr Luft rauskommt. Weißt du, Ja, klar. Und was ich sehe, der hat die Keramikbremse. Keramikbremse. Sehr selten damals, war aufpreispflichtig. Ja, klar. Erst nach den 430, also ab den 458, wurden sie zur Serie. California ja auch damals zur Serie, aber bei dem Fahrzeug war Stahlbremse und Keramikbremse. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir wären Stahlbremsen lieber, weil die hätten wir einfach neu gemacht, hätten Ruhe. Hier kann's teuer werden. Keramikbremsen kann 15.000 € kosten. Ja. Könnte. Ja, könnte. Aber die Klötze sehen noch gut aus. Die Scheibe, du kannst auch bei Keramikbremsen so gar nicht sagen. Normalerweise müssen jetzt die Keramikbremsen rausgebaut werden, gerönt werden, gewogen werden. Und dann kannst du sagen, sind die gut oder nicht gut. Die Scheiben, die Klötze kannst du natürlich sehen. Also wir haben jetzt nur uns 1,20 Meter angeschaut, ja? Diverse Scheinschläge, Ja. Keramikbremsen, 50-50. 50-50. Und Reifenfällig. Aber innen Kujo. Eine schöne Farbkombi eigentlich. Toll. So, dann haben wir hier die ganzen Aufkleber drin. Das spricht auch mal erstmal für das Auto. Und die typische Krankheit bei den 430er war, dass diese ganzen Bedienelemente, Gummierung. genau, dass da dieses Klarlack im oberen Bereich sich abgelöst hat. Hier haben wir es 100%. Deine Finger bleiben kleben. Es ist mega ekelhaft, das zu bedienen. Und da gibt es nur eine Sache: erneuern. Ich weiß, dass so ein Set innen nur die Lufteinlässe ca. 1.200 € kosten. Ja, ich weiß es. Der hat ja noch ein extra. Also derjenige, der das Auto damals ausgestattet hat, hat fast alles reingehauen, weil er hat auch die elektrischen Sitze und der hat die Daytona. Nicht die Daytona Sitze, sondern die Applikation. Daytona Design. Die Daytona Design. Und die elektrischen Sitze funktionieren auch soweit. Innenausstattung kommen wir gleich zu. Was mir viel, viel wichtiger ist, ist erstmal die technische Sachen, weil ich weiß, dass hier Technik eine ganz, ganz große Rolle spielt. Die Spaltmaße hier hinten im Heckbereich. Ja, da muss ich zugestehen, dass die ein bisschen kriminell sind. Doch, ja. Also hinten würde ich jetzt nicht garantieren, hier auch. Hinten hat er was gekriegt. Also was heißt gekriegt, aber ja gut. Was hast du gesagt? 50, ne? Oder was hast du gesagt? Nee, über 70 waren wir eigentlich. Über 70? Ja, wir waren bei 70. Irgendwann haben wir 70 gesagt. Ach so. Dann, ja. Mach mal hinten bitte auf einmal. Schauen wir uns mal an. Jetzt kommt's Motor, weil hier kann es sehr, sehr teuer werden. Die Heckklappe kannst du einstellen, aber ich sehe auch so, dass der Verdeckkasten, da stimmt auch irgendwas nicht. Der ist zu weit drüber. Auch hier ein bisschen zu weit oben. Ja, wahrscheinlich genau. auch Einstellungssache. Nur warum es so ist. Also. Nur ein staubiger Motor ist Schwede. trocken. Warte mal ganz kurz. War der mal in Dubai oder sowas? Wir hatten Hochwasser neulich in Stuttgart. Boah, aber nee, sag mal jetzt. Das ist ehrlich, Hamid. Das ist nicht hergeschminkt. Der war ja lange Das ist draußen. absolut ehrlich.
Da blättert er ein bisschen ab, aber sonst sieht das hier gut aus. Start mal einmal den Motor, bitte. Wow, Alter! Wow! Also wenn du das noch zweimal machst, dann haben wir Motorschaden. Also die Spaltmaße hinten machen mir echt Sorgen, weil auch Verdeckkasten hier, der guckt ein bisschen. Mach mal Verdeck einmal auf und zu, weil da reden wir über sofort, wenn wir das machen müssen, ca. 17.000 bis 20.000 Euro kosten. Beim Verdeck? Beim Verdeck. Als ob er das nicht weiß. Als ob er das nicht weiß. Echt? So, beim Verdeck, ja. Aber jetzt hier die Mechanik, hier, zack. Bisher geht alles gut. Okay, und jetzt spielt das eine große Rolle. Ja, wenn Verdeck auf ist, dann geht er richtig rein. Es könnte tatsächlich eine Einstellungssache sein. Also nehmen wir die 17.000 wieder zurück. Also ich würde sagen, Verdeck ist fast fällig, ne? Hier sind Löcher. Auf der Seite. Und es ist nicht mehr so ganz stramm. Gut, wenn es nicht regnet, ist noch gut. Also ist das nur ein Sommerauto. Das Sommerfahrzeug. Genau. Also Verdeck ist fällig. Weißt du, was wir jetzt einmal machen? Ich möchte einmal gucken, ob die Waschdüsen funktionieren. Kannst du einmal die Waschdüse anschmeißen? Habe ich noch nie probiert. Ich weiß. Weil hier macht er mir ein bisschen Gedanken, der guckt so weit raus. Oh mein Gott, ey. Jetzt kommt's, ich muss ein bisschen zur Seite, weil das könnte spritzen. Ja. Okay, reicht, sonst musst du das andere Auto wieder aufbereiten. Ja, weil super. Hinter dem Spider steht ein Picobello, mach mal einmal Licht an bitte, Picobello Coupé. Also die Waschdüsen vorne am Lampen funktionieren gar nicht. Okay, sehen uns geht schon mal an, mach mal Blinker links bitte, Blinker rechts. Okay, jetzt machen wir mal hinten. Okay, Blinker rechts. Ne, Blinker rechts. Das ist links, mein Lieber. Nein, das ist rechts. Der arbeitet mit allen Tricks, das gibt's doch gar nicht. Okay, Blinker links. Nee. Rückwärts. Hat er auch noch. Ja. So, die relevanteste TÜV-Prüfung hat er jetzt bestanden. Also, bevor wir fahren, lass uns erstmal gucken. 70 wollt ihr haben. Mit 70 bin ich hierher gekommen. Ich weiß, ihr hasst mich dafür, dass ich so handle. Und ich habe auch schon am Telefon gehört, lass bloß deine Preisverhandlungen weg. Okay? Aber ich möchte den günstigsten 430 Spider jetzt kaufen. Und ich möchte das Beste für den Kunden und für Ärzte ohne Grenzen rausholen. Mehr Emotion, also mehr kann ich dich nicht, also mehr da geht nicht. Da hast du mich jetzt natürlich komplett, mehr geht nicht. Komplett erwischt wieder. Also, weißt du was? Wir gehen in die Probefahrt, das, was ich bisher gesehen habe, mit 55 rein. Wie viel? 55. Schalten tut er auch gut, also Kupplung scheint in Ordnung zu sein. Hast du mal ausgelesen? Ja. Und? Ja, er sollte bei 70% sein. Also 70% Verschleiß oder 30%? 70% gut, 30% Verschleiß. Achso, okay, alles klar, weil bei 70% Verschleiß hätte er nur noch... Das wäre Wahnsinn. Das wäre blöd, ja. Ja. Das Erste, was ich teste, ist Klimaanlage, ob die funktioniert oder ob er nur heiße Luft reinhaut. Weil das ist eine Krankheit bei den Dingern. Aber es kommt schon mal kalte Luft rein. Es kommt schon mal was, ja. Hier biegen wir links ab. Achso, hier links. Ich Ja, dachte, ja. du willst dir hiermit sagen, ob die Ja. funktionieren. Aber egal was, es ist ein geiles Auto. Es ist einfach ein geiles Auto. Halleluja! Alter Schwede! Oh. Der geht aber gut ab. Der geht richtig gut ab. Der ist gut eingefahren worden. Weißt du warum? Weil er ist sofort da. Das Auto ist nicht durch. Das Auto ist nicht tot. Manchmal fährst du ja ein Auto, dann merkst du, dass er technisch tot Schon ist. ausgelutscht, ja. Genau. Ja. Das ist der nicht. Der braucht, also meines Erachtens, braucht er jetzt nur Kosmetik. Boah. Aber trotzdem. Schau mal die Bremse, wie die beißt. Das stimmt. Wahnsinn. Da hast du ja, aber jetzt, Klimaanlage funktioniert. Auch. Und das Gute ist,
Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Zettel hast, du brauchst kein Post-it-Paper, die kleben automatisch. Ja, aber das hier so, Alter, das muss auf jeden Fall neu. Ja, Ich das finde ist auch Wahnsinn. voll ekelhaft. Aber jetzt, warte mal, jetzt haben wir, also eine schöne Straße hier. Oh, Auch die Lenkung Hamid. und so weiter, da ist nichts ausgekugelt oder sonstiges. Das ist auch okay. So, jetzt brauchen wir mal eine Gerade. Oh, jetzt haben wir eine Gerade. Jetzt machen wir Vollbremsung, festhalten. Hey, Boah, sensationell. die ist gut. Aber Heizung geht nicht. Ja, bei der Bremsung. Aber ich würde mal sagen, die Heizung instand setzen ist günstiger als die Bremsen. Ich glaube auch. Oder? Ich glaube auch. Jetzt gehen wir mal in Race-Modus. So, das zeigt er mir auch an, weil du musst auch gucken, ob deine Magnetino-Schaltung funktioniert. Das zeigt er mir auch an. Und jetzt? Boah, Alter! Das ist schon geil. Das zahle ich dir heim, nachher fahre ich. Also fahren tut er gut. Ja, ich finde auch. Er schaltet vernünftig. Ja, Mit dem sequenziellen Getriebe eben so, wie es war damals. klar, Hat mit klar. DSG nichts mehr zu tun. aber hier hat er einfach gesagt, komm, ich mache mal Reifen, aber die Reifendrucksensoren, die lasse ich mal weg, weil hier ist no call. Das der hört er sich hat so gar geil keine- an, oder? Das ist unglaublich. Der hat keine Reifendrucksensoren. Und du sagst, das hört sich geil an. Das ist so. Hupe funktioniert auch. Sehr gut. Also sag mal jetzt, 70 wolltest du haben. Ich bin ein Händler, ich kaufe ihn so wie gesehen. Du brauchst nichts mehr machen. Gar Ja, nichts mehr. aber wir müssen irgendeinen Preis finden, wo ich wirklich nichts mehr machen muss. Gar nichts mehr. Aber die Bremsen waren gut, haben wir festgestellt. Nee, du brauchst nichts mehr machen. Nichts mehr. Nichts mehr. Nur, dass du es im Hinterkopf hast. 60 geradeaus. Wir sind nicht mehr weit auseinander. Nicht mehr. Ich liebe deine Espressomaschine. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht dein Geschäft. Nein. Und ich helfe dir heute. Du hilfst mir Ja. praktisch, das Auto loszuwerden. Ja. Ich Aber würd verschenken muss ich es nicht. Nein, verschenken musst du es Okay. nicht. Und denk immer dran, es ist eine gute Tat nächstes Jahr. Du musst mir das Auto heute verkaufen. Und Wir kriegen es danach, auch irgendwie hin. danach aber- muss ich mir Gedanken machen, wo ich das Ganze überhaupt jetzt instand setze. Weil wenn ich das Auto zu Ferrari bringe und das wieder 100% instand setzen will, reden wir über ca. 60.000 Euro Kosten. Die machen das bestimmt mega, aber es ist natürlich extrem. Extrem Weißt du was? Ich glaube, es kostenintensiv. gibt vielleicht nur 2 Ferrari-Händler in Deutschland, und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, die das überhaupt machen können. Die anderen Ferrari-Händler, Ich kenne nur einen, ich will auch keinen Namen nennen. genau, der aber sitzt in Mitteldeutschland. Der kriegt's hin. Genau, der kriegt's hin. Ich brauche jetzt einen leidenschaftlichen Ferrari-Schrauber, der noch die alten Motoren instand setzen kann. Und das muss ich jetzt erstmal ermitteln. Ich habe schon So einen viele im gibt es auch nicht mehr. Nein, ich habe aber schon einen im Kopf. Da muss ich aber auch preislich zurechtkommen. Weißt du? Weil wir wollen ja, ich möchte ja, wenn mein Gewinn dann sozusagen Links. spenden. Das sind wir schon da. Da Ne? links, jetzt sind wir Ah, cool. War eine coole Runde. da. Ja, War eine echt eine coole Runde. So. Jetzt kommen wir direkt zum Preis machen. $60 sagst du, 70 war ich hier, 60 sagst du und ich komme gleich zur Sache. sind 10.000 Euro. Haben wir. Ich weiß, das ist viel Geld. Ich weiß. Ich komme gleich zur Sache. Die Bremsen scheinen in Ordnung zu sein. Die Kupplung, sagst du, hast du ausgelesen, sind bei ca. 70%. Neu, Ja. machen wir neu. 30% Verschleiß. 30% Verschleiß. Bei 50% wird es kritisch, machen wir neu. Muss neu. Kostet 6.000 Euro. Aber ich will jetzt hier nicht anfangen. Wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich sagen, Frontschürze, Front lackieren, bist du ungefähr bei 6. Oder? 6.000 Euro. 6.000. 6.000 Euro. Dann Verdeck, bist du bei 15.000 Euro. 21.000 Euro. Ferrari-Preise. Nein, Sattler, 15.000 Euro. 1 Meter Verdeck. Ich weiß, aber muss so verarbeitet werden, Mann. Okay, 7.000. So, 7? Verdeck. 7 Oder? Mille? 7 Mille. Also das ist ein günstiger Sattler dann. Ein guter. So, Okay, weiter. 6.000 Front, 15.000 Sattler, 21.000. Dann Kupplung, mindestens 5, 26.000. Dann braucht er innen ein bisschen Kosmetik, also innen die ganzen Bedienelemente, die jetzt Das klebrig muss er, ja. sind. Das Das musst du braucht er. machen. Das, gehen wir mal davon 2.000, 28.000 Euro. Dann hat er hinten die Spaltmaße einstellen und so weiter. Und ich sag dir eins, normalerweise muss ich das Auto mir auf eine Hebebühne anschauen. Aber für das, wenn ich das Auto für das Geld bekomme, was ich jetzt heute ausgeben möchte, dann
kaufe ich den blind so, wie es ist und ich mache das Auto picobello fertig. Ich gebe dir 45. Ach du Scheiße, Hamid. 45. Das geht doch gar nicht. 45. Die Leute glauben mir immer nicht. Die Leute glauben mir nie, dass das stimmt. Aber ich gebe dir 45. Ja, ja, boah. 45, dann bist du ihn los. Du machst gleich einen Kaufvertrag. Du machst gleich einen Kaufvertrag, Händler an Händler, ohne Garantie. Du kannst auch reinschreiben, das Auto hat einen Totalschaden. Bei 60 hast du doch gesagt, wir sind nicht weit auseinander. Ja, 60, 45, hallo? Ist ja eigentlich gar nichts. Das ist eine Tagesgage vom Go. Was sagst du von, was hältst du von 55? Nein, ich will den günstigsten 430 Spider heute mitnehmen. Das Ding wird ja versteigert für einen guten Zweck. Genau. Okay. Aber nächstes Jahr erst. Alles Noch gut. fahren wir ein bisschen mit, machen ein bisschen Content, laden den einen oder anderen von unserer Community ein, der ein bisschen Probe fahren kann und so weiter. Und dann wird er tatsächlich versteigert und dann, oh, das habe ich noch gar nicht, hier blüht er. Egal. Also das heißt, er ist hinten auf jeden Fall schon mal Es ist ja Frühjahr. Es ist Frühjahr. Also pass auf, 50, komm. 50 geradeaus. Nein, 50 geradeaus. Ich brauche eine 4 davor. Ich brauche eine 4 davor. Hamid. Ich brauche eine 4 davor. 45, 50, nehmen wir die Mitte, 47,5. 49 geradeaus. 49. Allerletzte Espresso geht auf mich. Jetzt Alter, haben wir. ich schwör's. Hey, das erste Mal, dass wir das Teil packen. Alter, 49. Damit ist es der günstigste 430 Spider auf der ganzen Welt, würde ich sagen. Justin, Grüß dich, hi. alles fit? Ja, und selber? Ja, muss, wie immer. Sag mal, Justin, ich habe eine Frage. Ich habe einen 430 Spider gekauft. Okay. Und Rosso Scuderia und so weiter. Das Auto braucht ein bisschen Liebe. Okay? Ja. Optisch und auch technisch. Und jetzt wollte ich gerne, also ich hole das Auto morgen ab und das ist nur eine Stunde von dir weg. Da Okay. würde ich gerne mal rumkommen. Und ich brauche das Auto die nächsten 6 bis 8 Wochen brauche ich es wieder. Okay? Ganz, ganz wichtig. Und jetzt ist die Frage, hast du dafür Zeit, dann komme ich damit rum. Wenn du jetzt schon sagst, nein, Hamid, es geht nicht, dann brauche ich damit nicht rumkommen. Also tatsächlich sind wir aktuell sehr gut ausgelastet. Ich würde es mir aber trotzdem anschauen. Ja, Einmal vielleicht mit dir durchsprechen, was alles zu tun ist. ja. Und dann würde ich das so drauf entscheiden. Alles klar, dann wäre cool, wenn du eine Hebebühne freilässt, weil dann würde ich das Auto echt komplett hoch und volle Pulle durchziehen. Okay? Klar, kriegen wir hin. Alles klar, dann bin ich morgen so gegen 15, 16 Uhr bei dir und dann schauen wir das an. Aber es wäre richtig cool, wenn du das die nächsten 6 bis 8 Wochen hinbekommst, damit wir das Auto diese Saison noch zurückbekommen. Perfekt. Okay, ich gucke schnell an und dann sehen wir uns morgen. Alles klar, mein Lieber. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. dann, ciao. Ciao. So, also wir haben noch kein Nein. Ich würde sagen, ich hole das Auto morgen jetzt ab und dann fahren wir einfach hin und dann schauen wir uns das an. Und das kommt alles dann in Folge 2. Schönen Sonntag. Ciao.